Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute machen wir Rosoli, einen typischen Weihnachtssalat aus Finnland. Er ist schnell und einfach gemacht, kein typischer Kartoffelsalat und er darf auf keinem finnischen Weihnachtstisch fehlen. Also, los geht's! Für das finnische Weihnachtssalat Rosoli brauchst du 4 Karotten. Normalerweise nehme ich auch 4 Kartoffeln, aber da diesmal die Kartoffeln sehr klein waren, habe ich immer 2 kleine Kartoffeln anstatt eine mittelgroße Kartoffel genommen. Dann brauchst du einen Apfel, eine Zwiebel, eine Zitrone, 3 oder 4 rote Beete. Dann brauchen wir auch Gewürzgurken und die waren diesmal etwas kleiner, da habe ich direkt 6 genommen. Und dann mag ich auch immer etwas frisches Grünes dazu zu geben. Diesmal habe ich Dill und Schnittlauch genommen, also so ein kleines Bund von beiden. Und traditionell, der Salat wird mit ungesüßten Schlagsahne serviert. Ich mag das persönlich nicht so gerne, daher mache ich einen leichten Dressing, einen Joghurtdressing und dafür brauchen wir noch 5 Esslöffel Joghurt, 2 Esslöffel Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer zum Würzen und etwas von der rote Beete Wasser, also dieses Wasser, der in der Verpackung bleibt, wenn man die rote Beete aus der Verpackung holt. Also nicht wegschütteln, etwas zur Seite lassen, dann kriegt der Dressing so eine schöne Farbe. Bevor du mit dem Zubereiten anfängst, solltest du aber die Kartoffeln und Karotten schälen, danach ganz lassen. Daher am besten gleich große Kartoffeln und Karotten nehmen, dann im Salzwasser so lange kochen, bis die weich werden. Also es sollte ungefähr so 15 Minuten dauern. Ich mag nach 10 Minuten schon schauen. Manchmal werden die Karotten etwas schneller fertig, dann hole ich die schon aus dem Topf raus und lasse die Kartoffeln noch ein paar Minuten weiter kochen. Die Kartoffeln und Karotten sollen nicht ganz weich werden, sondern so, dass die dann noch in dem Salat, also die Würfeln, bleiben als Würfeln und werden nicht wie Kartoffelstampf. So, und dann so wie bei mir hier auf dem Teller vollständig kühlen lassen und erst dann mit dem Zubereiten anfangen. Als erstes werde ich den Apfel in kleine Würfel hacken. Und dann die Zitrone halbieren. Und ich piekse mit dem Gabel so die Zitrone und dann gebe etwas Zitronensaft in die Schüssel. Und dann kurz vermischen, so dass die Apfelstücke mit der Zitronensaft bedeckt sind. So können wir dann sicher sein, dass die nicht braun werden, während wir alles andere vorbereiten. Und dann noch den Zwiebel ganz fein hacken. Und als nächstes dann die Kartoffeln und Karotten. Dann als nächstes werde ich noch die Gurken auch würfeln. Jetzt bleibt mir nur noch der rote Beete und auch das Grüne. Und ich habe ein kleines Tipp für dich. Also ich verwende gerne Holzschneidebretter. Dafür nehme ich Backpapier und dann schneide ich so meine rote Beete. Und danach kann man das entfernen und der Schneidebrett wird nicht gefärbt. So, und wie du sehen kannst, Schneidebrett ist schön sauber geblieben, also keine Flecken von roter Beete. Und jetzt als letztes noch das Grüne ganz fein hacken
und auch zum Salat geben. Ich mag auch etwas davon zur Seite lassen zum Garnieren. So, ich lasse ein ganz bisschen zur Seite und dann werde ich schon den Salat vermischen. Ist richtig schön bunt. So, und dann bleibt nur noch das Dressing. Also dafür brauchst du 5 Esslöffel Naturjoghurt. Dazu gebe ich noch einen Esslöffel Olivenöl. Und auch so ein bisschen Zitronensaft dazugeben, nicht viel. Das verleiht eine schöne Säure und dann für die Farbe gebe ich etwas von rote Beete Wasser oder rote Beete Saft. Jetzt werde ich noch etwas schwarzen Pfeffer dazugeben, also hier nach Geschmack. Ich gebe eine halbe Teelöffel und auch etwas Salz. Der Dressing hat so eine schöne rosa Farbe. Und jetzt können wir dann schon den Dressing zum Salat geben. Ich mag erst nur etwas dazu zu geben, also ungefähr Hälfte. Und dann das Ganze vermischen. Bei mir wird Rossolli am Festtag immer auf so einem Teller serviert. Also ich finde, das sieht richtig schön aus. Zum Schluss noch mit dem Dressing garnieren, wenn du magst, und mit den frischen Kräutern. Und ich finde, der Salat ist einfach ein Hingucker. So schön bunt und definitiv was Neues für den Weihnachtstisch. In diesem Salat verbinden sich so viele Geschmäcker. Salzig, cremig, süß durch den Apfel, diese kleine pikante Note durch den Zwiebel, die Gewürzgurken und das Ganze passt richtig lecker zusammen. Rossolli wird am Weihnachten als kalte Beilage zu den anderen Weihnachtsgerichten serviert. Der kleine Joulutontu Weihnachtswerk und ich wünschen dir rauhallista joulunaikaa. Frohe Weihnachtszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.